Sind Teile der deutschen Bundesautobahn radioaktiv belastet? In der Tat. Verdeutlichen werde ich dies am Beispiel der A4 zwischen Dresden und Chemnitz. Startpunkt ist die Raststätte Dresdner Tor Nord, von der wir in westlicher Richtung auf die A4 auffahren. Für die Messung nutze ich zwei Szintillationszähler, die besonders empfindlich auf Gammastrahlung reagieren. Links befindet sich der Radiacode 110, der Impulse pro Sekunde anzeigt. Das Gerät ist so empfindlich, dass der normale Strahlungshintergrund bereits bei durchschnittlich ca. 10 Impulsen pro Sekunde liegt. Rechts liegt der kleinere Radiacode 102, der uns die Ortsdosisleistung anzeigt. Oben sieht man einen gewöhnlichen Geigerzähler mit vergleichsweise unempfindlicher Sonde, die sich im Fußraum befindet. Wir passieren nun Wilsdruff und Klipphausen, die Werte sind völlig normal. Etwas später sehen wir den ersten Anstieg, besonders eindrücklich durch die fast verdoppelte Zielrate dargestellt. Dieser Bereich beginnt ungefähr auf Höhe Schmiedewalde, wobei die beiden Brückenabschnitte nördlich von Tanneberg eine Ausnahme darstellen. Dort sind die Werte normal. Dieser belastete Bereich endet nach dem Autobahnkreuz Nossen auf Höhe Obereuler. Es folgt ein radiologisch uninteressanter Abschnitt durch das Aschbachtal, wobei die Werte zwischen Berbersdorf und Striegestal schon wieder ansteigen. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren in Richtung Berbersdorf und danach sofort rechts abbiegen. An der Anschlussstelle Berbersdorf verlassen wir die Autobahn, um dem belasteten Unterbau etwas näher zu kommen. Der Brückenabschnitt hier ist sicherlich ein radiologisch unauffälliger Neubau, jedoch besteht die Hoffnung, direkt zwischen zwei belasteten Teilbereichen etwas höhere Messwerte vorzufinden. Tatsächlich, immerhin fast 30 Impulse pro Sekunde, obwohl die Brücke selbst dafür nicht mal verantwortlich ist. Nun geht es wieder auf die A4 in gleicher Fahrtrichtung wie eben schon, also Richtung Chemnitz. Die Werte bleiben nun mit einigen Ausnahmen für längere Zeit erhöht. Erst am Brückenabschnitt nördlich von Frankenberg fallen die Werte wieder schlagartig in den Normalbereich. Bei den Messungen darf man nicht vergessen, dass der Unterbau durch mehrere Schichten, teilweise aus Beton, abgeschirmt wird. Dazu befinden sich die Messgeräte in einiger Höhe über der Straße in einem fahrenden Pkw, der ebenfalls eine abschirmende Wirkung aufweist. Von daher ist dieser doch recht anschauliche Nachweis des uranhaltigen Gesteins im Unterbau relativ beeindruckend.